Die Masai Mara. In der Savanne im Südwesten Kenias leben riesige Herden, Jäger und Gejagte. Die Vielfalt an Großtieren zieht jeden Besucher des Schutzgebietes in ihren Bann. Die Masai Mara ist eines der beeindruckendsten Tierparadiese der Erde. Hier lässt sich Afrikas Tierwelt hautnah erleben. Zu manchen Zeiten gleicht das Reservat fast einem Freilandzoo. Die neugierigen Paparazzi in ihren Blechkarossen werden geduldet, solange sie Abstand wahren. Auch wenn nicht immer sicher ist, wer hier wen beobachtet. Für Zebras bietet die baumarme Grassavanne der Masai Mara ideale Weidegründe. In losen Herdenverbänden ziehen die Tiere durch das Land, immer auf der Suche nach nahrhaften Gräsern und Kräutern. Ohrengeier sind die Gesundheitspolizei der Savanne. Die Aasfresser beseitigen Kadaver schnell und effizient. So verhindern sie die Ausbreitung von Krankheiten. Die kräftigen Geier können eine Spannweite von fast 3 Metern erreichen und zählen damit zu den größten Greifvögeln überhaupt. In der Masai Mara ist das Steppenzebra zu Hause. Sein Fell zeichnet sich durch besonders breite Streifen aus. Die Wildpferde sind nicht wählerisch. Sie fressen über 23 verschiedene Grassorten. Dennoch unternehmen sie über das Jahr hinweg große Wanderungen. Stets in Gebiete mit hohem Niederschlag und damit der Aussicht auf frisches Grün. Diese grauen Riesen sind kaum zu übersehen. Sie müssen sich auch nicht verstecken. Ausgewachsene Elefanten haben außer dem Menschen kaum Feinde. Im Schutzgebiet sind sie vor Wilderern sicher. Der Mensch ist hier nur geduldet und hat keine Vorfahrt. Eine erfahrene Leitkuh führt die Elefantenherde an. Ihr folgen rangniedere Kühe mitsamt ihrem Nachwuchs. Das Ziel der Leitkuh ist der Mara-Fluss, das Herzstück des Reservats. Für einen Imbiss unterwegs ist aber immer Zeit. Um ihren gewaltigen Appetit zu stillen, fressen die Kolosse jeden Tag 100 bis 300 Kilogramm an Pflanzenmaterial. Die Elefantenherde bricht in der Nähe eines Safari-Camps aus dem Dickicht.
Das saftige Grün des Uferbewuchses ist eine willkommene Abwechslung zur Grasdiät in der Savanne. Der Mara-Fluss führt das ganze Jahr über Wasser und sichert so das Überleben der Tiere. Die Leitkuh ist immer wachsam. Die menschliche Nähe im unüberschaubaren Uferbereich ist ihr nicht geheuer. Sie geht voran, um das Gebiet für die Herde zu sichern. Mit unmissverständlicher Drohgebärde zeigt sie, wer hier das Sagen hat. Ernsthafte Zwischenfälle sind dank der Umsicht der Parkranger zum Glück selten. Dennoch ist es nicht ratsam, das Fahrzeug zu verlassen. Entlang des Flusses leben viele wehrhafte Tiere. Flusspferde zählen nach den Elefanten zu den schwersten landbewohnenden Säugetieren. Solch eine Masse will mit Bedacht bewegt sein. Einen Großteil des Tages verbringen Flusspferde deshalb dösend. Um ihre empfindliche Haut an Land vor der sengenden Sonne zu schützen, sondern sie eine spezielle Art von Schweiß ab. Dieser wirkt nicht nur als Sonnenschutz, sondern hat auch antibiotische Wirkung und verleiht der Haut die rötlich schimmernde Farbe. Das Schutzgebiet Masai Mara liegt im Südwesten Kenias und geht fließend in die angrenzende Serengeti über. Das Reservat selbst ist etwas größer als der Schweizer Kanton Luzern. Ob Zebras, Gnus oder Giraffen, fast alle afrikanischen Großtiere sind hier noch in großer Zahl vertreten. Die Hochebene der Masai Mara liegt auf etwa 1500 Meter über dem Meeresspiegel. Auch wenn es tagsüber um die 30 Grad Celsius heiß ist, nachts kann es deutlich abkühlen. Ballonsafaris sind die Attraktion in der Masai Mara. Wann immer es das Wetter erlaubt, steigen die fliegenden Touristenbusse in die Luft.
Der Mara-Fluss versorgt unzählige Wildtiere mit lebensspendendem Nass und bietet Lebensraum für Wasserbewohner. Er ist die Lebensader des Reservats. Hoch über der Savanne eröffnet sich eine neue Sicht auf die Welt. Ballonsafaris sind ein teures Vergnügen. Zwischen 300 und 500 € zahlt jeder Passagier für eine 1,5-stündige Fahrt. Die Einnahmen aus dem Tourismus kommen auch dem Naturschutz zugute. So profitiert auch die Tierwelt von den fliegenden Safari-Gruppen. Für die Touristen selbst ist es allemal ein unvergessliches Erlebnis. Ob im Geländewagen oder im Ballon, eine Safari in der Masai Mara macht das Abenteuer Afrika greifbar. Kaffernbüffel sind neben Elefanten und Flusspferden weitere Schwergewichte der Savanne. Ihre ständigen Begleiter sind Madenhacker. Die flinken Vögel befreien sie von lästigen Parasiten. Nahrung für die einen, Erleichterung für die anderen. Die imposanten Rinder können bis zu 1 Tonne schwer werden. Spielerisch messen diese jungen Bullen ihre Kräfte. Keine echte Safari ohne eine Begegnung mit dem König der Tiere. Doch dass Löwenbabys einen Stau verursachen, ist selbst für die Masai Mara ungewöhnlich. In vielen Regionen Afrikas sind die Großkatzen vom Aussterben bedroht. Große Schutzgebiete sind häufig letzte Refugien für Löwen und viele andere Großtiere. Und erst die Wildtiere machen die Masai Mara zu Kenias Naturparadies.